Servus, ich bin der Reisinger Daniel von den Wolfsjäher Tonwerken. Ich bin Ofensetzermeister und leidenschaftlicher Backofen-Fan. Heute in dem Video darf ich euch zeigen, wie man unseren neuen Backofenbausatz, dem Remus oder Remus Duo, aufbaut. Dann kommen wir doch gleich mal zu einer der wichtigsten Sachen und das ist der Sockel, den ihr euch vorbereitet zu Hause. Der kann entweder gemauert sein oder mit Beton erstellt sein. Wichtig ist, er muss natürlich nicht brennbar sein und er muss diese Traglast von unserem Ofen, das ca. zwischen 400 und 800 Kilo sein wird, tragen. Gut, ich setze jetzt mal unsere Backofentür drauf, mittel die aus, das heißt von rechts nach links, dass er mittig passt und schraube sie fest. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt das Verlegen der Dämmsteine. Wir haben hier ein natürliches Dämmmaterial, das sogenannte Pro-Wolf-Stein, ist eben aus Blähton, ist sehr leicht und hat sehr gute Dämmwirkungen. Wenn wir unseren Boden gelegt haben und abgedeckt haben, können wir auch schon mit dem nächsten Arbeitsschritt weitermachen. Das wäre jetzt die erste Reihe herumsetzen mit den Schamottsteinen. Wenn wir den Stein jetzt setzen, soll man darauf achten, dass er möglichst keine Verbindung zum Backofenboden hat, denn der soll da innen drin ruhig ein bisschen arbeiten. Wir dürfen hier rundherum gerne 5 bis 8 mm Platz lassen. Bevor wir jetzt den Stein setzen, der jetzt direkt mit der Metalltür in Kontakt kommt, ist es wichtig, dass ihr hier ein Polster rumsetzt. Somit bekommen wir jetzt also in dem Bereich eine gute Abdichtung durch die Keramikfaser, aber eben auch die sichere Sache, dass uns hier die Metalltür den Backofen nicht auseinanderdrückt. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt das Einbringen der Federn. Diese Federn sind dazu da, um unsere Doppelnutsteine so richtig miteinander zu verbinden. Ich trage mir jetzt hier wieder ein bisschen Mörtel in die Nut rein. Und gehe dann mit der Feder hochkant eingelegt hier rein und drücke die rein. Hier ist zu beachten, nicht ganz rausgehen bis zu den Ecken, weil wir mit den Quersteinen hier drüber kommen. Nachdem der Arbeitsschritt mit den Federn einbringen abgeschlossen ist, kommen jetzt unsere Auflagesteine. Unsere Auflagesteine dienen dazu, um die Zwischendecke hier aufzulegen. Beachtet bitte, wir haben hier einmal einen größeren Abstand und einmal einen kleineren Abstand. In dem Fall bei diesem Modell ist es so, dass der kleinere Abstand nach oben kommt. Als nächsten Arbeitsschritt sind jetzt nun wieder die Federn in die Nuten einzubringen. Dazu tragen wir uns wieder rundherum den Mörtel auf und stecken die Federn rein und drücken die ganz nach unten. Als nächstes steht jetzt an, die ersten Deckenplatten drüber zu legen. Wir legen den ersten Steine ganz nach vorne hin, mitteln den hier wieder aus und es sollte hier auch wieder 3 bis 5 mm Platz sein. Die Steine werden hier bewusst nur gelegt, weil sich eine liegende Platte wesentlich besser ausgleichen kann und somit weniger Spannung entsteht. Schauen, dass das Ganze schön kompakt zusammen ist. Und werden dann hier hinten den sogenannten Umbrand haben. Das heißt also, in unserem Backofen drin brennt hier vorne das Feuer, zieht nach hinten, kommt dann hier an der Stelle heraus. Hier haben wir circa zwischen 8 und 10 cm. In diesem Umbrand kann es dann nach oben brennen, brennt hier nochmal nach vorne und kann dann oben in den Schornstein abziehen. Als nächstes werden wir jetzt hier wieder eine Steinreihe rumsetzen. Wenn wir unseren Backofen soweit aufgebaut haben, kommen wir jetzt zur Decke oben drauf. Hier ist es wichtig,
Wenn wir jetzt da Mörtel auftragen und die Platten auflegen, könnte es eben passieren, dass uns hier in die Fugen von den Deckenplatten Mörtel reinfällt. Das wollen wir nicht unbedingt, darum mache ich mir das so. Habe mir hier 2 Papierstreifen gemacht, die lege ich jetzt ganz an den Seiten ran. Da kann zwar dann auch der Mörtel drauf fallen, aber er fällt nicht in die Fuge rein. Hier können wir jetzt zur besseren Abdichtung auch wieder die Federn einsetzen. Natürlich brauchen wir für unseren Backofen jetzt den Ausbrand, also dort, wo der Schornstein dran kommt. Und das kommt jetzt hier im vorderen Viertel mit rein. Warum kommt es vorne rein? In dem Fall, weil wir ja hinten umbrennen. Somit haben die sehr heißen Rauchgaszüge, die noch jede Menge Energie enthalten, einfach nochmal die Möglichkeit, dem Backraum von oben die Wärme dort abzugeben, dass der Backofen länger speichert und auch länger warm bleibt. Jetzt habe ich hier die 2 kleinen Halbteile und in der Mitte kommt dieses sogenannte Rauchrohranschlussstück. So, wir sehen jetzt, wir haben die Deckenplatten mit draufgelegt und das Anschlussstück oben mit eingearbeitet, haben hier alle Fugen nochmal sauber verwaschen, dass wir den Ofen schön dicht bekommen. Ein wichtiger Hinweis ist das Anschlussstück, das ihr hier oben seht. Da solltet ihr auf gar keinen Fall das Gewicht des Schornsteins oben drauf stellen, weil dafür ist die ganze Konstruktion auch nicht ausgelegt. Wir müssen immer davon ausgehen, wir haben hier unten den Schamotte-Bausatz, der ja währenddessen, dass wir den mit Holz befeuern, sich dehnt und arbeitet. Und wenn wir dann hier nochmal das Gewicht von einem Schornstein drauf hätten, wird es ständig mitarbeiten. Drum, also der Schornstein, der dann hier später drauf sitzt, also wenn ich jetzt hier von einem gemauerten, schweren Schornstein spreche, der ein paar 100 Kilo hat, dann muss ich das Gewicht über Eisen, die ich jetzt dann hier auf die stabile Außenwand, die entkoppelt ist vom Inneren, ablege, von rechts nach links rüber und dementsprechend dann hier das Gewicht abfangen. Ist aber in unserer Aufbauanleitung auch nochmal eine kleine Zeichnung mit drin, wie das am besten gemacht werden kann. Gut, jetzt guter Letzt, der Backofen ist jetzt fertig. Wichtig, dass der auch lange speichert, ist jetzt hier eine Dämmschicht. Die Dämmschicht, die sollte eben zwischen 5 oder 10 cm sein. Wichtig zu wissen ist hier, diese Steine, die werden jetzt nicht an die Schamotte angeklebt, sondern nur aufeinander geklebt und zwischen der Dämmung und der Schamotte-Bausatz sollte ungefähr 5 mm bis 10 mm Platz sein, dass es hier auch die Möglichkeit gibt, dass sich der Innenkern nochmal dehnen kann, arbeiten kann und dabei die Außenhülle nicht berührt. Jetzt kommt ja später noch die Vormauerung, die bei euch ja ganz individuell sein kann, sei es mit Ziegelsteinen, sei es verputzt oder mit Metall. Und wenn das dann gesetzt ist, kommt letztendlich ganz zum Schluss noch der sogenannte Anbaurahmen, der hier dann drüber gesteckt wird und fixiert und gehalten wird über diese Krallen, die dann in der Außenwand befestigt werden. Die kommen dementsprechend dahinter. Je nachdem, ihr seid also hier ein bisschen flexibel von der Wandungsstärke, wie das ist, und könnt die dann hier hinten einfügen und dann auch mit den Schrauben wieder fixieren. Ich setze das mal noch ganz dran. So sieht das Ganze dann aus.